Deutsche Cabrios. Porsche, BMW oder Mercedes. Deutsche Cabrios sind schön, schnell und gelten als Inbegriff von Status. Die Cabrios aus Deutschland begeistern auf der ganzen Welt. Geschätzt wird ihre Kraft, Exklusivität und Zuverlässigkeit, ihr German Engineering. Deutschland ist Autoland. Hier wurde das Auto erfunden. Und die Autos, die hier gebaut werden, genießen Weltruf. Dank ihrer Perfektion. Aber Deutschland ist auch Cabrioland. Nirgendwo sonst in Europa werden mehr Cabrios verkauft. Und nirgendwo sonst gilt ein offenes Auto so sehr als Ausdruck für Lifestyle und Lebensfreude. Ob Käfer, Porsche oder Mercedes. Deutsche Cabrios gelten als unverwüstlich und sie schreiben Geschichte. So erkennt Mercedes bereits vor dem Krieg mit den offenen Versionen der Modelle 500 und 540k das Cabriolet als exklusives und teures Auto für einen kleinen Kundenkreis. Porsche baut in den 60er Jahren das erste sogenannte Sicherheitscabrio der Welt, den 911 Targa. Mercedes erfindet mit dem SLK die Klappdachtechnik neu. Und Porsche schafft mit dem Flächenspiegelverdeck einen Mix aus Klappdach, Hardtop und Stoffverdeck. Es ist ein Auto wie aus einer Traumfabrik. Der Mercedes SLS AMG Roadster. Klassische Linien, lange Haube, kurzes Heck. Aufregender als den SLS AMG kann man ein Cabrio nicht designen. Mercedes SLS AMG, AMG ist Supersportler. Zurzeit wahrscheinlich das aufregendste Cabrio in Deutschland. Legitimer Nachfolger des 300er SL, Neuauflage, kam wahnsinnig gut an. Und sie haben was gemacht, sie haben den ursprünglichen Gitterrohrrahmen nun zu einem Gitterrahmen umgeformt aus Aluminium, mit Aluminium umhüllt. Durchaus ähnlich wie früher, aber diesmal noch leichter. Der SLS AMG, das Prestige- und Sahnestück von Mercedes, bringt Herzen und Kunden zum Schmelzen. Wie beim legendären 300 SL in den 50er Jahren basiert der Roadster auch auf einem Flügeltürer, auf dem Mercedes SLS AMG. Der SLS AMG, die neueste Interpretation des 300 SL, bringt 2010 bei seiner Präsentation Fans und Fachleute genauso zum Staunen und Schwärmen wie der erste SL 60 Jahre zuvor. Technisch Lichtjahre voraus, dazu ein zeitloses und einzigartiges Design. Der 300 SL ist eine automobile Lichtgestalt und besitzt auch heute noch den Zauber ewiger Jugend. Mercedes 300 SL, natürlich Sportwagenlegende, wurde 1999 zum Sportwagen des Jahrhunderts gewählt. Gitterrohrrahmenbau, damals ganz neu, kam aus dem Flugzeugbau. Deshalb die hohen Seitenschweller und deshalb mussten sie Flügeltüren machen, weil ansonsten die Türen zu hoch gewesen wären zum Einsteigen. Schnell, aufregend, innovativ. Damals wie heute kann man sich dem Bann des 300 SL nicht entziehen. Mitte der 50er Jahre sind offene Zweisitzer gefragt. Und so löst 1957 der 300 SL Roadster den Flügeltürer ab
und macht offenes Fahrvergnügen nun auch in der Klasse der Hochleistungssportwagen möglich. Mercedes SL 300 Sportwagen des Jahrhunderts, keine Frage. Wurde gefahren von den Stars, weltberühmt, in vielen Filmen verwendet und mit Sicherheit die Inkarnation eines Sportwagens nach dem Zweiten Weltkrieg. Der SLS AMG Roadster hat neben vielen Retro-Elementen vor allem eines mit dem 300 SL Cabrio gemein: die Sportlichkeit. 60 Jahre später hat Mercedes die DNA vom 300er SL genommen und in den SLS AMG gepackt. Und was ist dabei rausgekommen? Wieder ein Cabrio mit einem sportlichen Fahrwerk und einem kraftvollen Motor mit 571 PS. Der AMG SLS Roadster ist nicht nur das stärkste Großserien-Cabrio der Welt. Er bietet außerdem neben einem aufregenden Design und hoher Alltagstauglichkeit mehr Tradition als jedes andere moderne Cabrio. Ein Klassiker im Staubmantel. Gefunden in einer Scheune, der BMW 507 von Elvis Presley. 1958 verliebt sich der legendärste Musiker der Welt in das legendäre Cabrio. BMW 507, das Meisterstück von Albrecht Graf Goertz. Das Design-Ding schlechthin in den 50er Jahren. Elvis Presley, Joachim Stuck, die ganzen Prominenten hatten diesen Wagen. Er wurde aber leider nur 251 Mal gebaut. Deshalb ist er jetzt die wertvolle Sportwagen-Ikone aus der Zeit überhaupt. Sie hatten höhere Preise bezahlt als für den 300er SL. BMW bewirbt den 507 als Begleiter für den Jet-Set. Tatsächlich liest sich die Liste der 507-Besitzer glamourös. Neben Elvis zeigen sich auch Alain Delon, Ursula Andress und Marilyn Monroe im 507. Der BMW 507 wird ganz oft auch als der schönste BMW aller Zeiten bezeichnet und war damals in den 50er Jahren so das Traum-Cabrio. Er ist sehr filigran, hat sehr filigrane Linien, hat so eine schmale Taille und irgendwie fast schon ein bisschen so ein Hauch italienisches Design in sich. Der 507 rückt seinen Zeichner Albrecht Graf Goertz in die Nähe bekannter Designer wie Bertone und Pininfarina. Zu Recht. Der 507 ist eine Automobil-Ikone. Als moderner Nachfolger des 507 gilt das BMW 6er Cabrio, das erste große BMW-Cabrio seit den 50er Jahren. Fast 5 Meter lang, repräsentativ und elegant wie ein Coupé. Das BMW 6er Cabrio ist eine Augenweide. Für mich einer der schönsten BMW, ist ein traumhaft schönes Auto, hat diesen langen Radstand, strahlt einfach diese Kraft aus, diese klare Linienführung. Für mich traumhaft schön. Der 650i vereint Eleganz, Komfort und Sportlichkeit wie kaum ein anderes Cabrio. Auch wenn er fast 2 Tonnen wiegt, fährt er doch wie ein typischer BMW. Der bärenstarke 8-Zylinder leistet 407 PS. Dazu liegt der 6er auf der Straße wie ein echter Sportwagen. Das Schließen des Stoffdachs ist nur eine kurze Episode und gelingt auch noch bei Tempo 40. Wem 407 PS noch nicht reichen, kann umsteigen in das BMW M6 Cabrio. Der M6 bietet das Maximum an Komfort, Luxus und an Kraft. Ja, der M6 Cabrio hat natürlich mit 560 PS enorm viel Power, aber wiegt auch relativ viel, was sich ein bisschen in der Beschleunigung zeigt. Er braucht einen kleinen Moment, bis es losgeht, aber dann gibt er Feuer.
Als Racer, Cruiser oder Langstreckensportler. Das M6 Cabrio begeistert vor allem durch die Summe seiner Möglichkeiten. Na, das 6er Cabrio in der M-Ausführung, mit dem kannst du cruisen, wie mit dem SL, aber mit dem kannst du auch richtig auf die Rennstrecke gehen. V8 Motor, 560 PS, supersportliches Fahrwerk, und der geht richtig ab. Luxuriös, offen, schnell. Das M6 Cabrio ist die Unvernunft in Vollendung. Es ist der Klassiker unter den deutschen Cabrios, der Mercedes SL. Im Vergleich zu anderen Cabrios fühlt man sich in so einem Mercedes SL natürlich enorm sicher und es ist definitiv eine der komfortabelsten Möglichkeiten, offen mit einem Zweisitzer über eine Landstraße zu düsen. Der Mercedes SL, super leicht, super luxuriös, steht natürlich für technische Innovation aus dem Hause Mercedes. Elektronisch ausklappbarer Überrollbügel, nur eine von ganz vielen Innovationen. Deshalb steht die SL-Klasse in Deutschland eigentlich für die Cabrio-Klasse schlechthin. Noch mehr Leistung, noch mehr Fahrspaß und noch mehr Exklusivität als der SL 500 bietet der SL 63 AMG. Unter der Haube arbeitet ein V8 Biturbo, ein Triebwerk mit seidenweichem Lauf, souverän und stark. Das Fahrwerk schafft fast spielerisch den Spagat zwischen Komfort und Sportlichkeit. So gilt der SL 63 AMG als das perfekte Auto für den Gentleman unter den Racern. Legende, Mythos, Traumwagen. Kein anderes offenes Auto weckt so viele Begehrlichkeiten wie das Porsche 911 Carrera Cabrio. Der Porsche 911 ist der Inbegriff des deutschen Sportwagens. Der ist schon seit 50 Jahren traumhaft schön, der ist heute schön und der wird bestimmt auch in 50 Jahren noch schön aussehen. Die Coupé-Linie des 911er bleibt auch beim Cabrio erhalten, dank des Flächenspiegelverdecks. Eine Mischung aus Hardtop und Stoffdach. Was beim 911er wirklich bemerkenswert ist und was ihn von vielen anderen Sportwagen signifikant unterscheidet, ist das Gefühl der Kompaktheit, wenn man einsteigt. Es ist tatsächlich so. Er sitzt wie ein Handschuh, du steigst ein, du hast den Eindruck, das Auto gehört zu dir. Als Alternative zum Cabrio bietet Porsche den Targa an. Ein Cabrio mit Überrollbügel. Fast noch mehr als das Auto fasziniert die Dachkonstruktion. Porsche erfindet 1965 den Targa als sogenanntes Sicherheitscabrio. In den 90er Jahren verschwindet der legendäre Bügel. Der Targa sieht endlich wieder aus wie ein richtiger Targa, denn nur mit diesem silbernen Überrollbügel ist er auch wirklich echt. Und ich persönlich finde, das ist doch mal eine schöne Alternative zum Cabrio, auch wenn er ein paar Kilo zu viel drauf hat. Der Targa wiegt 40 Kilo mehr als das Cabrio und fährt sich trotzdem wie ein typischer 911er. Sportlich, straff und exakt.
Die Leichtigkeit des offenen Fahrens bietet jedes 911 Cabrio. Aber jedes PS mehr im Boxermotor steigert die Lust am Sturm und Drang. So gilt der Carrera GTS Cabrio als das Modell, das alle alltagstaugliche Sportlichkeit, die ein Porsche zu bieten hat, ultimativ verdichtet. %30 aller Carrera-Kunden entscheiden sich für einen GTS. Kein Wunder. Durchgehend geöffnet und mit 430 PS strömt in voller Frische der Sommer herein, wie er es nur in einem Porsche Cabrio kann. Es ist die Essenz des Offenfahrens in einem 911. Es ist Porsche-Fahren am Limit der Vorstellungskraft für Straßenfahrzeuge. Der Porsche Turbo S Cabrio, der König der Windmaschinen. Das größte deutsche Cabrio ist ein offener Luxusliner, diesseits von Rolls-Royce und Bentley, das Mercedes S-Klasse Cabrio. Das Design gefällt mir extrem gut. Es ist super modern, total elegant, aber trotzdem nicht aufdringlich. Lange Haube, gestreckte Formen, keine Spielereien. Trotz optischer Präsenz präsentiert sich die Stoffdachversion der S-Klasse eher zurückhaltend. Leder, Silbertasten, Aluminium. Der Innenraum wirkt wie eine Luxus-Lounge. Der Innenraum sieht für mich aus wie so ein Luxusraumschiff. Super modern, beste Materialien und alles toll verarbeitet. Mercedes hat ja den Anspruch, das luxuriöseste Cabrio der Welt zu bauen. Und für mich haben sie das ganz gut geschafft. Das Heck des S-Klasse Cabrios ist neu konstruiert. Es besteht aus Aluminium, um Gewicht zu sparen. So wiegt das Cabrio mit 2,1 Tonnen fast genauso viel wie das S-Klasse Coupé. Eine vollautomatische Klimaregelung sorgt für konstante Klimaverhältnisse im Innenraum, egal ob bei offenem oder geschlossenem Dach. Die offene S-Klasse begeistert auf Anhieb. Sie beweist technische Avantgarde, Stil und Eleganz. ...585 PS, 5,5 Liter, V8 Biturbo, 900 Newtonmeter Drehmoment. Als AMG-Version wird das Mercedes S-Klasse Cabrio zum rasenden Sternengleiter. Die AMG-Ausführung des Cabrios, das S63, beschleunigt in knapp 3,9 Sekunden auf 100, fast 600 PS, geht ab wie Schmitz Katze. Schöner und schneller kann man der Sonne nicht entgegenfahren. Und damit das AMG Cabrio auf dem Weg zur Sonne seine immense Kraft auch beständig auf die Straße bringt, wird es ausschließlich mit Allradantrieb gebaut.
Elegante Linien, Luxus und Leistung im Überfluss. Das S-Klasse 63 AMG Cabrio ist mehr als nur ein offener Mercedes. Es ist ein Auto zum Träumen. Das aufregendste Cabrio, das in Deutschland gebaut wird, ist der Audi R8 V10 Spider. Laut, schnell und exklusiv. Nicht ganz so exklusiv, aber fast so schnell wie der R8 ist der kleine Spider, das Audi TTS Cabrio. Also beim TT hat Audi wirklich super Arbeit mit dem Fahrwerk gemacht. Sowohl, wenn man schnell geradeaus fährt, hat man immer das Gefühl, es ist sicher. Es macht auf der anderen Seite aber auch extrem Spaß in schnellen Kurven. Der liegt einfach wie eine Eins auf der Straße und man will gar nicht wieder aussteigen aus diesem Auto. Grund für das dynamische Fahrverhalten des TTS ist zum einen, wie im R8, der Allradantrieb und eine Haldex-Kupplung, die bis zu 60% der Kraft auf die Hinterachse verteilt. Der Audi TTS, als er rauskam, galt als absolute Design-Ikone. Dann haben sie ihn nochmal neu aufgelegt, haben das Design verändert, hat die Gemeinde geschrien und gesagt, na, das passt uns jetzt aber nicht mehr so. Haben es jetzt in der dritten Serie, haben sie das Design wieder angeglichen an den ersten und seitdem ist alles gut. Vierradantrieb, schnell, Klassenprimus in der Kompaktklasse. Geiles Auto. Scharf geschnittene Scheinwerfer und ein wuchtiger Kühlerschlund machen den TTS zum kleinen R8. Also das komplette Interieur von Audi ist eigentlich relativ sportlich, modern und funktional. Gerade die Sitze, man hat einen guten Halt, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Dieses digitale Dashboard ist natürlich hochmodern und komplett auf die heutige Zeit angepasst. Und ich finde, das ganze Interieur im TT wirkt wirklich sehr aufgeräumt, elegant und funktional. Perfekt gestaltetes Cockpit, starker Antrieb und dank vieler elektronischer Fahrhilfen ist der Audi TTS ein wirklich schnelles Auto. Schneller, als es ihm die meisten zutrauen. Elegante, aufreizende Linienführung, Mittelmotor, Allradantrieb und 525 PS. Der Audi R8 V10 Spider gehört zu den Traumwagen weltweit. Ein Vollblutsportler. Ein Lamborghini aus dem bayerischen Ingolstadt. Der Audi R8 Spider, der erste Mittelmotorsportwagen von Audi, basierend auf dem Lamborghini Gallardo, verband das erste Mal italienische Grandezza mit deutschem Engineering. Deshalb aufregendes Design, super Fahrverhalten, Rennfahrzeug, auch mit Straßenzulassung. Trotz aller Sportlichkeit ist der R8 Spider ein Cabrio für Genießer. Das Fahrwerk ist nicht übertrieben hart gefedert und der Motor läuft kultiviert. Mit 525 PS ist das natürlich ein Supersportwagen und das als Cabrio. Man kann hier aber auch sehr schön auf der Rennstrecke fahren. Er ist sehr gutmütig und man kann wirklich auch als Laie auf Anhieb schnell fahren. Anders als andere Mittelmotor-Sportwagen ist der R8 Spider keine Schönheit, die im Grenzbereich zum Biest wird. Der R8 lässt sich fast so einfach fahren wie ein ganz normales Auto. Denn dank seines Allradantriebes und der daraus resultierenden Kombination von Traktion und Stabilität bleibt der R8 immer beherrschbar, auch bei hohen Kurvengeschwindigkeiten.
Stark wie ein Kraftwerk, schön wie ein Ausstellungsstück. Der Audi R8 Spider ist das spektakulärste aller deutschen Traumcabrios. Cabrios aus Deutschland gehören zur offenen Elite. Mehr als alle anderen Cabrios sind die offenen Sportwagen von Porsche, Mercedes, BMW und Audi. Nicht nur Schönwetterautos. Dank German Engineering und ihrer Zuverlässigkeit sind sie gebaut für hohe Geschwindigkeiten auf der Autobahn, für kurvenreiche Strecken durch die Berge und trotz aller Exklusivität auch für den Alltag. Vor allem aber werden deutsche Cabrios gebaut für die grenzenlose Freude am offenen Fahren.